meine Lieben, ich war mal wieder Stoff kaufen. Ja, ich hab's getan. Again. Ich war in Wien Stoff kaufen. Ihr fragt mich ja immer, wo ich da mal hingehe und so. Und ich habe tatsächlich keinen fixen Stoffladen, deshalb möchte ich das oft so ungern sagen, weil ich habe dann das Gefühl, ich müsste alle Stoffläden auflisten, die es in Wien gibt, wo ich schon mal reingeschaut habe, damit es nicht ausschaut, als ob ich jemand bevorzugen würde und jemand anders benachteiligen würde oder so. Also von dem her finde ich das sehr schwierig, das Ganze. Aber machen wir es mal so, es gibt tolle Stoffläden in Wien und ich probiere heute überall mal reinzuschauen und zu checken, was es alles gibt und so. Und ich war jetzt letztens wieder mal in einem Stoffladen, einem größeren Stoffladen in Wien, der sag jetzt einmal eher obere Preiskategorie ist, also auf jeden Fall für meine finanziellen Ressourcen, und habe mir diesen Viskosestoff geholt, weil ich fand ihn so schön und ihr wisst, ich liebe Viskose und ich bin furchtbar schwach geworden, also eigentlich wollte ich gar keinen Stoff kaufen, ich wollte nur schauen, wie die Lage ist und ja, das habe ich davon. Aber es ist so, bei dem Stoffladen, wie schon gesagt, der ist höherpreisig, aber bei den meisten Stoffläden, auch bei den höherpreisigen, gibt es irgendwo eine Ecke, wo so fehlerhafte oder Mangelware angeboten wird. Also da, wo irgendwelche Stofffehler drin sind oder wo Printfehler drin sein können oder der Stoff irgendwelche Mängel hat oder zum Teil ein bisschen verletzt ist oder so. Und die gibt es meistens sehr günstig, aber die generelle Qualität der Stoffe ist trotzdem super gut. Und das gibt es eben dort auch. Und da habe ich diesen Viskosestoff eben gefunden. Und wenn ihr das jetzt mal anschaut, also das sind jetzt 2 Meter. Und man sieht da ist eine fette Naht dazwischen. Also da wurde einfach ein paar Teile zusammengenäht. Aber dementsprechend war er so günstig wegen dieser Naht. Aber das ist voll okay für mich. Und weil ich nähe einfach drumherum und irgendwo ist der Stoff noch ein bisschen eingerissen mittendrin. Aber das ist auch kein großes Drama für mich, weil wie schon gesagt, das kann ich irgendwie umschiffen. Aber trotzdem, der Stoff ist so weich und schön. Oh mein Gott! Und ich finde den Print super schön. Und ja, den habe ich schon vorgewaschen. Wie man sieht. Ich tue übrigens die Karten nie versäubern, weil das fragen immer leid. Nein, das tue ich nicht und das passiert dann, geil. Aber durch das, dass ich immer einen Tick mehr Stoff nehme, wie ich wahrscheinlich brauchen werde, verliere ich die 2 cm nicht. Also das ist jetzt nicht so tragisch für mich. Auf jeden Fall ist das der Stoff. Let's see. Ach, übrigens noch ein Tipp für Viskose, wenn ihr euch schwer jetzt beim Zuschneiden, weil das halt urslippery und sowas ist. Ich lege das oft, wenn ich ganz genau sei, ja, kommt bei mir auch mal vor, lege ich das auf ein ganz normales Handtuch, weil das ist schön griffig und grippig und das bleibt dann super schön liegen und man kann da relativ entspannt zuschneiden, weil der Stoff dann einfach gehalten wird von dem Ding, ja. Also das ist mein persönlicher Tipp bei Viskose zuschneiden. Probiert es einmal aus. Also als erstes probiere ich mal die Ärmellänge zu eruieren und dafür lege ich mein Maßband einfach ganz oben an der Schulterspitze an und messe bis zu meinem Handgelenk runter. Das sind 58 cm, aber weil ich da noch was vorhabe, haue ich noch 20 cm drauf, also 78. Dann jetzt 78 ist dann meine finale Ärmellänge. Das sind eben meine 2 Ärmelquadrate. Unten habe ich übrigens 70 cm. Wenn ihr ein bisschen weniger Puff haben wollt, dann würde ich da weniger machen. Aber 70 cm ist eigentlich eine ganz gute Weite. Und das ist jetzt eben mein Stoff. Den werde ich jetzt erst einmal doppelt umschlagen. Hier oben habe ich das schon gemacht. Also quasi das ist dann die Ärmelkante unten. Und dann werde ich jetzt so 2 so Tunnels bauen, ja, unten beim Ärmel. Und da wäre ich dafür, damit ich das wirklich schön habe und ausmessen ist eben bei Viskose ziemlich heavy, bügele ich das erst einmal um und da habe ich einfach so eine Karte reingelegt und dann werde ich da jetzt was abnähen und zwar so breit, dass da theoretisch ein Gummi durchpassen würde, ja. Und dieses Vorbügeln hilft euch einfach, dass das ein bisschen sauberer wird. Jetzt habe ich das umgebügelt und dann werde ich das nochmal absteppen, ganz in der Kante. So entsteht quasi ein stabiler Tunnel. Und das finde ich bei Viskose eigentlich die beste Art und Weise, so Tunnels zu machen, weil wenn ich da so ein extra Stoffstück drauf nähe, das wird niemals gerade. Und weil ich 2 haben will, mache ich das jetzt nochmal mit einem anderen Abstand quasi zum Umbügeln. Da könnt ihr wirklich frei wählen, wie weit ihr diese 2 Tunnels auseinander haben wollt.
Das nächste Maß ist eben von dem Punkt, wie tief ihr das Oberteil haben wollt, bis hin zur Brustspitze. Das sind bei mir 7 oder 8 cm. Und dieses Maß messe ich jetzt hier runter. Ja? Das sind eben meine 7,5 cm und da rein messe ich etwa 2,5. Ja? Mit 2,5 seid ihr recht gut dabei, würde ich jetzt einmal sagen. Also das ist so ein Universalmaß. Und das ist jetzt eben, da habe ich dann den Gummi reingefädelt. Das zeige ich euch später noch, wie ich das mache, weil das mache ich jetzt noch öfters. Und dann durch oben eben diese 2,5 cm reinmessen und runter meine 7,5 cm und schneide das einfach ab. Und schon habe ich quasi meinen Ärmel fertig. Jetzt werde ich den Ärmel links auf links lege ich das jetzt aufeinander, weil ich mache nämlich, wer weiß es, eine französische Naht. Ja, weil ich habe mir gedacht, ich werde jetzt dieses ganze Projekt ohne Overlock machen, weil eben, damit ihr alle mitnähen könnt, die auch keine Overlock haben. Also ich habe das jetzt links auf links zusammengenäht, dann die Nahtzugabe abgetrennt, damit sie ganz, ganz klein ist und dann durch das Ganze nochmal rechts auf rechts zusammennähen und das schließe ich dann quasi die rohen Kanten dadurch ein. Das da ist natürlich bleibt offen, weil jetzt kommt der Hauptteil des Oberteils und da messe ich mir einmal um meine Brust rum. Das sind bei mir 88 cm und das tue ich dann übrigens mal 1,5 nehmen. Und für die Höhe messe ich dann einfach von dem Beginn, wie tief ich mein Oberteil haben will, eben über meinen Busen, das sind bei mir 15 cm. Also das sind die 15 cm und das sind die 88 cm mal 1,5, also 130 bei mir, so circa Pi mal Daumen. Das muss jetzt nicht auf den Zentimeter genau sein. Und das schneide ich dann einmal in der Hälfte durch und dann das vordere Teil nochmal in der Hälfte. Und so habe ich jetzt meine Oberteilteile. Genau, und so schaut das dann in echt aus. Das sind die 2 Vorderteile und da hinten habe ich das Hinterteil. Die Vorderteile habe ich da in der Mitte schon versäubert, also einfach doppelt umgeschlagen. Und da werde ich jetzt auch noch diese Kante reinschneiden, was ich vorher schon gemacht habe, eben mit den 2,5 cm reinmessen und die 7,5 cm, was ich da hatte, runtermessen und da auch wieder ausschneiden natürlich und das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch, weil da kämen eben dann diese Ärmel hin und deshalb sollte diese Kante eben gleich sein. Gut. Und dann werde ich natürlich nur die Seitennähte schließen. Das mache ich auch mit einer französischen Naht. Also zuerst links auf links und dann rechts auf rechts. Und dann kann ich schon den Ärmel einsetzen. Das habe ich da auf der anderen Seite schon gemacht und das mache ich jetzt auf der anderen. Und das schaut dann in Miniatur etwa so aus. Tada! Damit das ein bisschen verständlicher ist. Und da tue ich jetzt einfach, weil ich mache das auch mit einer französischen Naht, deshalb tue ich es links auf links zuerst mal übereinander legen. Und da ja das die gleichen Abstände sind, müsste das ohne Probleme gehen. Nähe da drüber, tue das Ganze dann nochmal rechts auf rechts aufeinander nähen und habe somit den Ärmel attached. Und damit es da ein bisschen schöner ist, werde ich da jetzt so eine kleine Kurve reinschneiden. Das müsst ihr nicht unbedingt machen, aber tatsächlich finde ich, liegt das Oberteil dann schöner, aber as you wish. Also ich tue da einfach so eine kleine Abbiegung da reinschneiden, damit es einfach beim Busen vorne schöner liegt. Und dann werde ich jetzt so dieses Maß eruieren, also den ganzen Ausschnitt entlang und so eine lange Rüsche brauche ich. Und da musste ich jetzt ein paar Teile zusammenstopseln und das mache ich auch mit einer französischen Naht und da habe ich mir gedacht, jetzt zeige ich nochmal, wie das genau geht. Da sieht man, ich habe es zuerst links auf links aufeinander genäht, dann habe ich die Nahtzugabe weggetrimmt und dann kann ich es eben nochmal rechts auf rechts legen, da nochmal abnähen und somit ist die Nahtzugabe versteckt. Wichtig ist, dass ihr die Nahtzugabe abtrimmt, weil sonst kann einfach passieren, dass das da so kleine Fussel aus eurer Naht rausschauen und das wollt ihr ja nicht. Und dann durch diese ganze lange Rüsche, die den Maß von meinem gesamten Ausschnitt hat, durch jetzt die Kanten zweimal umbügeln, damit ich das versäubere und weil das ist bei Viskose wirklich für mich das A und O, das zweimal umzubügeln, weil das dann einfach viel sauberer wird, wenn ihr das einfach umnäht, aber natürlich könnt ihr das einfach doppelt umschlagen und natürlich die Kanten auch an der Seite und dann tue ich das, weil das soll ja draußen liegen, die Rüsche, deshalb durch die Rechtsrüsche auf links Oberteil zusammenstecken. Und das da einfach der ganzen Ausschnittkante entlang. Und wenn ich das dann festnähen würde und nach außen klappen, wäre eben beide schöne Seiten außen. Also rechts Rüsche auf links Oberteil. Und das nähe ich, wow, Kameraführung on flick. Und das nähe ich dann einfach den ganzen Ausschnitt, inklusive Ärmel natürlich, entlang. Also es ist eine unendlich lange Rüsche. Und ja,
das passiert hier, wie man sieht. Und wenn ich das dann fertig habe, werde ich das Ganze nochmal abtrimmen, wie ich eh schon die ganze Zeit mache. Also die Nahtzugabe wegschneiden, aber bitte nicht zu nah, aber nah genug, sag ich jetzt mal. Gute Zwischending. Und dann können Sie das Ganze nach außen klappen, so wie dann später die Rüsche liegen soll, nochmal glatt bügeln und da muss dann wieder ein Gummi rein. Ja? Der ist ein bisschen dicker wie die anderen Gummis, die ich bei den Ärmeln benutzt habe und da tue ich jetzt auch nochmal absteppen, sodass da wieder ein Tunnel entsteht und die Nahtzugabe quasi da drin verschwunden ist. Dann durch den Gummi einfädeln. Genau, also das habt ihr eh schon tausendmal gesehen, wie ich das mache. Einfach mit 2 Sicherheitsnadeln den ganzen Gummi durch. Generell Gummilängen eruieren durch einfach, ich halte mir den Gummi einfach an mich dran. Ich tue das nicht ausmessen, sondern ich schaue einfach, aber die Handgelenke, ich tue das um mein Handgelenk rum, wie eng wo ist, wie weit wo ist und dementsprechend ist die Länge des Gummis. Also ich misst da nichts oder sowas, sonst teste das einfach an mir selber. Und wenn ich das da durchgeschoben habe, durch den Gummi langsam wieder zurück versenken, aber wirklich da ganz langsam. Sonst habt ihr den ganzen Schaß umsonst gemacht, ganz langsam. Und da durch dann einfach von oben, wenn der jetzt versunken ist da, durch den Feststecken mit einer Stecknadel und tue da einfach ein paar Mal drüber nähen und das natürlich auf der anderen Seite. Da habe ich dann nur so ein paar Rechteck-Restteile, die ich dann zusammennähe, weil da möchte ich so kleine Schluppel machen, also so Schlaufen. Rechts auf rechts natürlich eine Öffnung lassen zum Umdrehen, die ganze Sache und immer die Ecken vorne ein bisschen einschneiden, die Nahtzugabe, weil dann ist es schön kantiger und dann durch das mit meinem Metallstrohhalm umdrehen und glatt bügeln und schon habe ich so meine kleinen Schleifen vorne und die tue ich jetzt einfach attouchen, indem ich sie da reinstopfe, wo ich vorher schon den Gummi versenkt habe und da einfach nochmal von oben absteppe und so ist es dann attached. Da das Oberteil nicht einfach nur unterm Busen aufhören soll, sonst noch länger werden soll, brauche ich eben nochmal ein Teil und da messe ich einfach von unter meinem Busen bis dahin, wie lang ich es eben haben will. Das sind bei mir 15 cm und dann tue ich einfach noch 5 cm dazu rechnen, das sind bei mir 20. Die Länge von dem Teil ist einfach die 130, also meine 88 Brust mal die 1,5 wie vorher. Ich habe da jetzt nur einfach zur Ziele noch Seitennähte reingemacht, aber theoretisch könnt ihr ja einfach einen durchgehenden, könnt ihr einfach nur eine Naht haben, also ein durchgehendes Stoffteil und das nur an einer Naht zusammennähen. Ich wollte es einfach der Schönheit halber, sage jetzt einmal mit 2 Nähten machen und dann attache ich das einfach unten einmal rum, dadurch gerne ein bisschen mehr Nahtzugabe machen und da vorne, wo quasi das Offene ist, ja, weil vorne ist es ja offen zwischen die Brüste, da müsst ihr wirklich sehr, dass das ein bisschen overlappt, das ist dann meistens ein bisschen, also es sitzt dann einfach ein bisschen besser, wenn es ein bisschen drüber geht und dann tue ich dann nochmal, so wie ich jetzt schon die ganze Zeit gemacht habe, wieder so einen Tunnel formen. Also ich habe jetzt wieder, das ganze Oberteil wieder links auf links zuerst aufeinander genäht und jetzt quasi wieder rechts auf rechts, wie eine französische Naht, nur dass ich diesmal den Tunnel der französischen Naht, weil das normalerweise machst du ja das so klein wie möglich und da habe ich jetzt so groß gemacht, dass da wieder Gummi reinkommt, also es ist quasi überall dasselbe Spiel. Du das wieder von oben absteppen, lass aber ein Loch, wo ich dann noch meinen Gummi reinfahren kann, also das ist jetzt so die erste Naht, da sieht man, dass das ein bisschen überlappt, es ist ja wie schon gesagt durch die ganzen. Genau, und da ist mein Loch. Es ist ein bisschen schwer zu sehen durch das ganze Muster, aber ich hoffe, es ist einigermaßen klar. Und da mache ich jetzt wieder noch einen neuen Tunnel. Also ich habe ja einen Tunnel jetzt schon, wo die 2 Teile zusammengenäht sind. Und dann mache ich nochmal einen Tunnel kurz drunter. Und genau, damit es so ausschaut wie bei meinem Ärmel. Und das ist genau das gleiche Spiel. Zuerst habe ich das umgebügelt, dann einfach abgenäht, dann wieder draufgesteppt und dadurch jetzt bei beiden einfach den Gummi einfädeln, wie ich das vorher gemacht habe. Das ist auch wieder so ein dünner Gummi, wie ich bei den Ärmeln hatte. Und den habe ich mir da vorher auch einfach um den Bauch drum gehalten und jetzt ist es fertig. Ich habe unten dann noch versäubert, doppelt umgeschlagen einfach. Ja, wie ihr seht, es hat einfach nur, das ganze Ding besteht nur aus Rechtecken und Gummitunnel-Dinger. Und so entsteht das auch. Also auch diese ganze Rüschen und sowas existieren nur wegen diesen Gummizügen. Und es ist vielleicht, schaut ein bisschen kompliziert aus, aber tatsächlich ist es eigentlich super einfach, weil es quasi immer wieder das Gleiche ist. Und es entsteht da wirklich so ein trendy Puffärmel-Oberteil. Also finde ich finde es super cool. Es ist urgemütlich, es ist locker, flockig, also im Sinne von, es ist nicht so warm durch den Stoff, aber man fühlt sich trotzdem angezogen. Also wenn es zum Beispiel eben
weil es regnet die ganze Zeit hier in Wien, ja, und deshalb will ich dann aber nicht dauernd den Pulli rumlaufen und das ist eigentlich eine ganz gute Abwechslung, sag ich jetzt einmal. Aber man kann durch das, dass ja überall Gummizüge drin sind, kann man dann auch zum Beispiel die Schultern einfach runterziehen und das Ganze dann als Off-Shoulder-Top tragen, das sage ich gleich. Und ich glaube, es ist, ihr seht jetzt, wo ich es auch habe, ich glaube, es ist jetzt viel logischer vom Aufbau her. Also hier tue ich jetzt die Schultern runter und das hebt eigentlich ganz gut durch das, dass da überall Gummizüge drin sind. Verrutscht das ehrlich gesagt nicht bei mir. Also das ist eigentlich ganz praktisch. Also es hat auf jeden Fall sehr viel Gummi verbraucht. Und ja, aber es sind wirklich nur Rechtecke. Und I love it. Es ist so gemütlich und es sitzt. Und ja, und man kann das unten übrigens, wenn man ganz fancy ist, kann man das einfach nur reinstopfen. Eben durch die ganzen Gummizüge, hebt es dann auch und quillt ihn draus oder sowas. Also wenn man dann so ein bisschen Crop-Top-Action will, falls es dann doch heiß wird noch, dann kann man das natürlich so auch machen und hat einen Crop-Top. Also ich finde dieses Oberteil echt flexibel. Man kann alle möglichen Sachen machen. Ihr müsst es natürlich auch nicht so tief ausgeschnitten machen, wie ich das gemacht habe. Ich habe es mir eben so ausgemessen, dass es so tief ist, aber ihr könnt es natürlich auch höher machen. Ja, so macht man ein Oberteil nur aus Rechtecken. Also ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie verständlich erklärt und die kleinen Miniaturdinge haben euch geholfen. Ich schwöre euch, wenn ihr es vor euch liegen habt, ist es leichter. Es ist wirklich selbsterklärend dann. Viel Spaß beim Nachmachen!